Hi, ich will euch heute was über die generelle Wasserversorgung beim Trekking erzählen und darüber, wie man es überhaupt am leichtesten transportiert im Rucksack. Wir haben da vor allem zwei Möglichkeiten. Man kann auf Wasserblasen zurückgreifen oder eben auf verschiedene Flaschen. Und ich möchte erklären, welche Lösung sich da für wen eignet und was im Endeffekt leichter und besser ist. Zuerst muss man sich natürlich fragen, wofür man das Wasser unterwegs alles benötigt und wie viel Wasser man denn so konkret für jede Tour dabei haben muss. Also in erster Linie braucht man das Wasser natürlich zum Trinken, aber wenn man auch abends angekommen ist und möchte noch Wasser erwärmen und kochen, braucht man natürlich noch eine Reserve und das Ganze natürlich für morgens auch. Gegebenenfalls, falls keine anderen Wasserquellen zur Verfügung stehen, wäscht man sich damit auch. Also, wie viel Wasser brauchen wir dann so unterwegs? Als Faustformel würde ich generell immer irgendwas zwischen 2,5 und 3,5 Litern mitnehmen. Es kommt natürlich immer auf die Tour an, auf die Umgebung, welche Wasserquellen dort zur Verfügung stehen. Aber auch vielleicht, wenn man meint, man trifft immer auf geeignete Bachläufe oder natürliche andere Wasserquellen, kann es immer mal sein, dass die ausgetrocknet sind oder man eben doch kein Wasser findet. Und da Wasser eigentlich so die kritischste Ressource unterwegs ist, sollte man meiner Meinung nach immer ein bisschen mehr einpacken. Gerade weil die Gewichtsunterschiede auch nicht so groß sind. Ob ich jetzt Behälter für 2 Liter Wasser oder 3 Liter bei habe, das werden wir gleich sehen, macht nicht so viel Unterschied. Es gibt natürlich auch Wanderwege in wärmeren Regionen, die durch längere trockene Stücke führen, wo man teilweise über eine Woche an keine Wasserquelle vorbeikommt. Es ist teilweise auf dem PCT an gewissen Abschnitten so. Dort bietet sich natürlich dann an, extra Wassersäcke oder große Wasserbeutel noch zusätzlich mitzunehmen, da man da schon mal teilweise bis zu 8 Liter Wasser tragen muss. Ja, aber wir gehen jetzt ja erstmal davon aus, dass wir auf normalen Trails unterwegs sind, bei denen eine normale Wasserversorgung von um die 3 Liter reichen würde und planen dann keinen größeren Notfallwasserbehältersack mit ein. Hat man aus seiner Route nicht oft die Möglichkeit, gefiltertes Trinkwasser zu bekommen, muss man sich selber einen Wasserfilter mitnehmen. Das ist zum Beispiel hier einer von Sawyer. Und um das Ganze auch filtern zu können, bräuchte man 2 verschiedene Wasserbehälter. Nämlich einen, in der das ungefilterte Wasser reinkommt und dann durch den Filter läuft in einen anderen Beutel, wo dann nur das gefilterte Wasser zu finden ist. Zum Beispiel würde man dann bei einer großen Wasserblase, in der man hauptsächlich gefiltertes Wasser lagert, noch einen kleinen zweiten Beutel mitnehmen, um dann eben Wasser zum Beispiel aus einem Bach zu gewinnen und dann später mit dem Filteraufsatz in die Wasserblase zu filtern. Ja, fangen wir einfach mal mit den Vor- und Nachteilen von Wasserblasen an. Der große Vorteil, den die meisten Leute auch nennen, ist natürlich die Convenience, die Einfachheit beim Trinken unterwegs. Hat man die Wasserblase einfach im Rucksack, kann man den Schlauch hier vorne rüberhängen oder raushängen lassen und kann einfach während des Laufens immer wieder kleine Schlücke zu sich nehmen. Manche Leute haben wirklich Probleme unterwegs, tagsüber genug Wasser zu sich zu nehmen und haben sie dann Wasserflaschen dabei, halten sie nicht oft genug an, um die Wasserflasche irgendwie zu nehmen und zu trinken. Und so ein konstanter Schlauch irgendwie über der Schulter erinnert die Leute immer daran, konstant Wasser zu trinken. Ja, so eine Wasserblase braucht natürlich viel Platz, gerade in der Größe um die 3 Liter. Das Gute ist, die meisten Rucksäcke haben ein extra kleines Fach hinten im Hauptfach drin, wo die Wasserblase gut Platz findet. Haben die Rucksäcke kein Fach, dann kann man sie alternativ auch oben im Rucksack über der restlichen Ausrüstung lagern. Gerade wenn man die Wasserblase dann eben direkt am Rücken lagert, kann das natürlich zu extra Stabilität führen, gerade wenn man einen ultraleichten Frameless-Rucksack dabei hat. Der größte Nachteil bei Wasserblasen ist das extra Gewicht, was man mitschleppen muss. Denn natürlich ist ein Schlauch dran befestigt und man kann nicht direkt aus dem Gefäß trinken. Das ist zum Beispiel ein 3-Liter-Modell von Dekinmax. Das hat hier oben noch was aus Kunststoff, damit man es gut zumachen kann und sicher verschließen kann. Und das Ganze fast 3 Liter und wiegt 115 Gramm und ist damit schwerer als gewisse Flaschenlösungen, die ich euch gleich zeigen werde. Dazu kommt eben bei dieser Kunststofföffnung oben, die sich über die ganze Breite der Blase zieht, dass das, wie man hier sieht, teilweise ein bisschen schwer sein kann, dort Wasser einzufüllen oder auch, wenn man es beim Kochen benutzen möchte, dann später etwas umzufüllen in Topfgefäße. Auch muss die Wasserblase immer gut getrocknet werden. Das ist bei Flaschen auch ein bisschen einfacher, da man einfach den Deckel abmachen kann und immer eine konstante Luftöffnung hat.
Hier, wie man sieht, würde sich das sofort zuziehen, wenn man das einfach hinlegen würde. Deswegen sollte man immer nach einem Trip das Ganze gut lüften und irgendwie im Badezimmer hinlegen und am besten irgendwas dazwischen stecken, sodass das immer aufbleibt und die ganze Feuchtigkeit entweichen kann. Ja, entscheidet man sich für die Wasserblase und braucht aber trotzdem noch einen Wasserfilter, dann muss man noch einen zweiten Beutel mitnehmen. Das ist zum Beispiel die normale Lösung, die beim Sawyer Squeeze dabei ist, in der kleinsten Größe. Dort kann dann eben einfach die Öffnung abgemacht werden, so zum Beispiel ein Bachlauf gehalten werden und der saugt sich dann voll. Der Filter wird dann aufgeschraubt und dann einfach in die Blase gehalten und ja, das Wasser abgegeben. Es gibt in den 3 Größen, das ist die kleinste, die man dann zumindest dabei haben muss und die wiegt dann auch nochmal 20 Gramm. Okay, kommen wir dann zu den PET-Flaschen, nämlich der anderen Variante, um Wasser zu transportieren. Der größte Vorteil ist, dass die auf jeden Fall leichter sind. Gerade PET-Flaschen sind sehr robust und haben trotzdem noch eine große Stabilität. Man kann die wirklich teilweise über Monate am Stück verwenden, ohne dass da irgendwelche Rissen oder Beulen entstehen. Manchmal ziehen sie sich vielleicht zusammen oder knistern, aber ja, trotzdem bleiben die immer formstabil und können auch in ihre ursprüngliche Form relativ einfach zurückgebracht werden. Ein anderer Vorteil ist, dass wir bei den Flaschen natürlich oben ein festes Gewinde haben mit einem Deckel. Das heißt, wir können das Wasser gut befüllen und auch gezielter und leichter in Töpfe zum Beispiel umfüllen. Ein anderer großer Vorteil ist, dass zum Beispiel der Sawyer Wasserfilter eben genau auf spezielle Gewinde der Wasserflaschen passt. Das ist nicht bei jedem Modell so, man muss wirklich aufpassen, welche man da gebraucht, also am besten vorher zu Hause testen. Aber wenn es dann richtig ist, kann man den wirklich super draufschrauben und dadurch ist dann auch gut das Problem gelöst, dass man 2 verschiedene Behälter braucht, um eben ungefiltertes und gefiltertes Wasser zu trennen. Man nimmt dann zum Beispiel einfach in dem Fall 2 1,5 Liter Flaschen und eine wäre dann eben für das ungefilterte Wasser da und das Ganze will dann in das gefilterte reingeschüttet werden. Für Leute, die ohne Wasserblase vielleicht zu wenig unterwegs trinken würden, bietet es sich an, noch eine kleine 0,5 Liter Flasche mitzunehmen. Die kann man, wenn der Rucksack das hergibt, vorne in den Tragegurt packen, also an den Schultergurt. Und dann kann man entweder den Wasserfilter dort draufschrauben und einfach direkt daraus trinken. Oder man nimmt es einfach als gefilterte Wasserflasche und kann dann die regelmäßig nachfüllen und dann unterwegs immer ein paar Stücke trinken. Also was würde ich jetzt generell empfehlen? PET-Flaschen oder Wasserblasen? Für mich sind das momentan einfach PET-Flaschen. Ich habe auch angefangen mit Wasserblasen, bin dann aber gewechselt und finde das System so einfach praktischer. Aber für Leute, die lieber Wasserblasen mögen, eben falls man einen Rucksack hat, wo die super gut reinpasst oder man einfach glaubt, dass man mehr aus Wasserblasen trinkt, hätte ich einfach 3 Empfehlungen. Die erste wäre die 3 Liter Wasserblase von Dekin Max, die wir auch gerade schon gesehen haben. Generell würde ich immer nur 3 Liter Wasserblasen empfehlen, da sich das sonst noch weniger lohnt. 2 Liter Blasen haben ein deutlich schlechteres Platz- und Gewichtsverhältnis als 3 Liter Blasen, da man ja so oder so den Schlauch noch hat. Und ja, das finde ich auch die perfekte Größe. Die wiegt 115 Gramm und wie gesagt kostet 15 Euro. Das zweite, fast identische Modell gibt es bei Decathlon, nämlich die Trek 500. Die kostet 3 Euro weniger, nur 12 Euro, hat dafür aber 4 Gramm mehr, also insgesamt 119 Gramm. Habe ich selber noch nicht benutzt, aber habe ich schon oft von gehört und soll auch ganz gut funktionieren. Es gibt noch eine leicht leichtere Variante, die setzt dann auf einen anderen Öffnungstyp, eben nicht so zum Schieben, sondern hat wie bei einer PET-Flasche eine ähnliche Drehöffnung. Das wäre der Platypus Hauser, auch mit 3 Liter. Der wiegt 6 Gramm weniger als der von Dekin Max, also 109 Gramm, kostet aber auch 30 Euro. Ich habe noch einen praktischen Tipp für alle, die sich dann für eine Wasserblase entscheiden. Füllt man eine Wasserblase auf und macht sie dann hier oben mit so einem Anschluss zu, dann fängt sich oft Luft darin, auch größere Blasen, die dann viel Platz im Rucksack wegnehmen. Möchte man die am einfachsten entfernen, kann man seine Wasserblase einfach umdrehen, sodass dann die Schlauchöffnung nach oben ist und das Wasser unten und saugt dann einfach an dem Schlauch und macht die ganze Luft auf dem Wege dann eben raus. So lange, bis dann nur noch Wasser kommt. Und schon hat man deutlich Platz im Rucksack gespart. Wenn man sich dann aber für die leichteren PET-Flaschen entscheidet, hat man auch verschiedene Optionen.
Wir gehen jetzt einfach mal erst von 3 Liter Kapazität aus. Die leichteste Option, die auch Sawyer-kompatibel ist, das heißt, wo der Wasserfilter gut drauf passt, sind die Quellbrunnenflaschen von Aldi. Die haben, wie gesagt, jeweils 1,5 Liter Fassungsvermögen und wiegen jetzt komplett restentleert 28 Gramm. Hier sind noch leichte Wasserreste jetzt drin. Hat man dann also 2 mit, eins für das ungefilterte Wasser und eins für das gefilterte. Ja, sind es dann eben zusammen nur 56 Gramm statt wie bei der Wasserblase mehr als das Doppelte. Ich persönlich nehme dazu dann auch noch eine leichte 0,5 Liter Wasserflasche mit, die ich dann an mein Schultergurt befestige. Die leichteste wiegt da nur 11 Gramm und ist eine Flasche von Edeka, die zum Beispiel die Apfelschorle sein kann oder ich glaube, es gibt auch stilles Mineralwasser davon. Benötigt man aber keinen Wasserfilter und weiß definitiv, dass man immer schon bereits gefiltertes Trinkwasser bekommt, kann man noch eine leichtere Option nehmen, nämlich eine Flasche von Netto mit dem Naturales Mineralwasser. Und die Flasche wiegt nochmal 6 oder 7 Gramm weniger als die Aldi Quellbrunnenflaschen und haben nur 22 Gramm bei 1,5 Liter. Sind dann allerdings, wie gesagt, nicht Sawyer-kompatibel, also haben einen anderen Anschluss. Es gibt noch verschiedene Zwischengrößen an Flaschen, die zwar nicht ein ganz so optimales Gewicht und Behälterverhältnis haben wie die beiden genannten Flaschen, aber vielleicht möchte man ein bisschen weniger Platz nur verbrauchen oder eben nur kürzere Touren machen. Eine Option ist dann die Heller Wasserflasche von Rewe. Die hat 0,75 Liter und wiegt leer 22 Gramm. Die ist auch Sawyer-kompatibel. Man könnte dann zum Beispiel 2 in seinen Rucksack tun, also außen links und rechts und noch 1 oder 2 kleine vorne und hätte dann auch 2 oder 2,5 Liter Wasser dabei. Es gibt noch diverse 1 Liter Flaschen. Die wiegt auch 28 Gramm, ist eine Eisteeflasche von Rewe und Sawyer-kompatibel. Und ich werde das mal in die Videobeschreibung verlinken, ein paar Flaschentypen mit Gewicht und der Sawyer-Kompatibilität. Und dann kann sich einfach jeder sein eigenes Wassersystem zusammenstellen. Und zum Schluss habe ich für die PET-Flaschen dann auch noch einen kurzen Trick. Die meisten Flaschen haben sehr dünne Deckel, gerade die von Netto Naturales. Und man könnte zum Beispiel, wenn man sich für die Flasche entscheidet, einen zweiten Deckel mitnehmen, durch den man mit einer Nadel ein paar Löcher gestochen hat. Und möchte man abends dann duschen und hat noch Wasser übrig, kann man den Deckel wechseln, das Ganze ja vielleicht über einen Baum legen oder auch nur hochhalten und hat dann eine kleine Outdoor-Mini-Dusche. Ja, ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch einen Einblick in die verschiedenen Optionen geben, die man beim Tracking hat und ihr konntet vielleicht für euch auch die richtige Lösung finden. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert.